Was haben der Kilimandscharo in Tansania, die Bayerische Landeskirche und das evangelisch-lutherische Missionswerk in Niedersachsen gemeinsam? Alles drei sind Stationen aus dem Leben dieses Mannes. Mein Name ist Emmanuel Kileo. Ich bin Pastor. Ich komme aus der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania. Ich war in 2 Gemeinden in Tansania. Ich war in Bayern tätig als Pastor, halbe Stelle in der Gemeinde und halbe Stelle bei Mission Eine Welt. Ich war wieder zurück in Tansania, habe in der Universität gearbeitet als Dozent und jetzt bin ich hier. Ich bin 49 Jahre alt, verheiratet, habe 2 Jungs. Aber wie war das nochmal genau mit dem Kilimandscharo und der Lüneburger Heide? Ja, natürlich, ich komme aus dem Kilimandscharo, also 2000 Meter schon hoch. Und dann von dort hier bin ich in der Heide gelandet. Ich weiß, dass die Heide nur so klein sind, mache aber nichts. Ich bin gespannt, dass die Kultur hier vielleicht anders ist. Aber trotzdem merke ich schon, dass die Menschen sehr freundlich sind. Und eine Willkommenskultur ist schon hier zu spüren. Pfarrer Dr. Emmanuel Kileo arbeitet seit mehr als 20 Jahren sowohl in der evangelisch-lutherischen Kirche in Tansania als auch als ökumenischer Mitarbeiter der Landeskirche Bayern. Hier hatte er gleich mehrere Aufgaben, sowohl in der Gemeindearbeit als auch in der akademischen Forschung. Dabei hat er gelernt, wie wichtig Dialog auf allen Ebenen ist. Eine Erfahrung, die auch Schwerpunkt seiner Arbeit beim ELM mit seinen 17 Partnerkirchen werden soll. Dialog, also es kann anders nicht, es wird nur über Dialog. Und deshalb sehe ich schon, dass die Kirche eine Aufgabe hier hat, dass wir auch mit anderen Kirchen arbeiten, damit wir unsere Probleme gemeinsam lösen. Wir sind eine Plattform, wo wir eine Art Gemeinsamkeit schaffen, dass wir unsere Probleme bewältigen. Doch Dialog ist nicht immer einfach. Kileo tritt sein Amt als Direktor des ELM in einer schwierigen Zeit an. Ja, ich beobachte, dass die deutsche Gesellschaft so geteilt ist. Es gibt schon viele Menschen, die ganz bereit international denken und auch von der Internationalität sprechen, dass sie auch nicht nur ganz egozentrisch oder eurozentrisch denken. Es gibt aber leider auch Menschen, die dann ganz eurozentrisch oder sogar nationalistisch gerade auch sprechen. Also die Gesellschaft ist hier sehr geteilt. Und gerade dann sehe ich, dass die Kirche hier auch eine Aufgabe hat, dass wir auch für die Gesellschaft hier die Welt öffnen. Dass die Welt nicht nur Deutschland ist. Die Welt ist auch mehr als Europa. Und wir können nur unsere Herausforderungen in der Welt bewältigen, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Und gerade jetzt steht für Kileo fest, die Welt und die Menschen müssen zusammenrücken. Getrennt schaffen wir nicht mehr. Die Welt hat schon erkannt, dass wir brauchen uns gemeinsam. Getrennt ist ein altes Modell, sage ich mal. Das werde auch passieren, sowohl auf politischer als auch auf geistlicher Ebene. Dort zeigt sich Emmanuel Kileo ganz optimistisch. Ich würde nicht pessimistisch sein. Wir sind nicht, wo wir waren. Wir haben schon bestimmte Schritte gemacht. Wir sollen weitermachen. Wir werden vielleicht nicht 100% unserer Träume verwirklichen. Aber wir werden schon irgendwo sein, wo besser als heute. Ich sehe schon eine bessere Zukunft, besser als heute. Natürlich, unser Morgen soll besser als heute sein. Dass er daran glaubt, hat mehrere Ursachen. Seine meist positiven Erfahrungen im Umgang mit Menschen, Religionen und Kulturen weltweit. Und? Ich bin ja ein Christ. Jesus schenkt uns natürlich die Hoffnung, dass wir auch für eine bessere Zukunft hoffen. Die Arbeit im ELM wird sich mit der Amtszeit von Kileo verändern. Künftig wird es noch mehr Dialog mit den Partnerkirchen geben, vorurteilsärmer, positiv und persönlich.